Peppertype ist ein beliebtes Tool, um automatisiert Texte zu erstellen. Eines der ältesten Tools, die es auf dem Markt in diesem Bereich gibt und hat ja auch eine sehr große Fangemeinde. Wir wollen mal schauen, wie sich Peppertype im Vergleich zu Brainwork schlägt. Brainwork ist ein sehr neues Tool, meines Erachtens eines der besten, die es derzeit auf dem Markt gibt. Und jetzt wollen wir die beiden mal vergleichen, und zwar vor allem, wenn es darum geht, Longform-Content zu erstellen. Tipps, Tools und Tutorials rund um Marketing, Business und Erfolg findest du auf designersin.de oder auch auf meinem YouTube-Channel. Um keine Videos zu verpassen, abonniere den Kanal und drück die kleine Glocke. Peppertype ist vor allem dafür bekannt, dass es zu verschiedensten Bereichen kleine Schnipselchen erstellen kann. Antworten für Quora, Tweet-IDs, Facebook-Ad-Copies, das sind die Stärken hier von Peppertype. Anders als Brainwork. Brainwork ist darauf spezialisiert, wirklich lange Texte zu erstellen und ausgehend von einer Outline sehr schnell einen einzigartigen Text als Vorlage generieren zu können. Was uns aber vor allem interessiert, ist hier die Qualität der erstellten Texte. In unserem Beispiel wollen wir einen Textbeitrag zum Thema WordPress für Vereine erstellen. Und was wir hier machen könnten, wäre als erstes Blog-IDs mal aufzurufen. Unser Thema ist hier WordPress. Eigentlich müssen wir hier unser Produkt einfügen und sagen dazu dann, wir wollen WordPress Theme for Clubs. Das Ganze ist auf Englisch, das geht leider nicht auf Deutsch. Je mehr wir hinzufügen, desto besser. Maximal 180 sind möglich. Und da sagen wir jetzt Create. Bevor wir starten, schauen wir uns aber an, wie viele Credits wir haben. 438, um zu sehen, was uns so ein Blogbeitrag hier kosten würde. Okay, wir bekommen jetzt hier 12 Varianten gleich angeboten und alle 12 Varianten, ja, müssen wir auch bezahlen. Das ist etwas, was mir nicht so gefällt. Mir hätte vielleicht schon die erste Variante gefallen. Da brauche ich nicht 12 Alternativen. Schauen wir uns aber die Ergebnisse an. Wir haben hier 10 beste WordPress-Themes für Restaurants, für Gästehäuser, Responsive Themes. Also, das Ergebnis bringt mir hier nichts, weil ich möchte ja für Vereine schreiben. Wir haben also die Credits an dieser Stelle leider verballert. Die Blog-Ideen helfen uns hier also wenig. Nehmen wir die Blog-Outline. Wir sind wieder beim Thema WordPress. Schön ist, dass hier direkt das Thema übernommen wird und sagen Create Content. Hier haben wir jetzt 3 Alternativen angeboten. Das erste Ergebnis ist eigentlich schon soweit in Ordnung. Hier unten, das geht auch. Hybrid Themes. Also wenn es, kann ich ein Theme dann für mehrere Varianten nutzen, ist auch okay. Dies fängt eigentlich auch ganz gut an. Geht dann aber auf Thema Restaurant, Website, Musik und so weiter. Das interessiert uns natürlich an der Stelle weniger. Ich kopiere mir dann hier mal die Outline in mein Dokument und das ist vielleicht auch noch spannend. Und hier sehen wir ein paar Doppelungen drin, also beste Charakteristika. Der Rest wiederholt sich eigentlich. So, also eigentlich haben wir nur diese 2, die wir hier erstellen. Okay, dann haben wir also hier unsere kleine Outline, gehen dann wieder zurück und müssten jetzt dazu Content erstellen. Das funktioniert in diesem Fall über Blog Heading Expander. Wir geben also das Thema ein und fügen da dann unsere Überschrift ein. In diesem Fall Charakteristika einer Club-Website, Content erstellen. Wenn wir den ersten Absatz sehen, das hat nichts damit zu tun. Hier wird beschrieben, was ein Club ist. Das brauchen wir nicht. Der zweite Absatz ist dann schon besser. Da geht es dann in der Tat auch darum, eine Website zu erstellen. Also, das wäre dann hier Teil 1. Und dann müssen wir nochmal einen zweiten Absatz erstellen. Gehen zurück, können jetzt sagen Edit und brauchen an der Stelle nur die Überschrift einmal ändern. In dem Fall bekommen wir nur einen Absatz, kopieren uns den auch raus und dann haben wir noch eine Conclusion. Dafür hat Peppertype ein eigenes Modul. Wir gehen also zurück und sagen Blog Conclusion. Da ist es. Das ist die Zusammenfassung. Hier geben wir mal unsere Überschrift ein für unsere Zusammenfassung und ich bekomme einen Fehler. Okay, wir versuchen es mal mit dem anderen Titel. Okay, los geht's. Und damit funktioniert es dann auch. Und hier haben wir 2 Zusammenfassungen. Also Zusammenfassung ist hier, es gibt sehr viele Themes, okay. Und die Alternative, here at blank, kann man dann ausfüllen. Und hier ist auch die Zusammenfassung, dass wir Themes erstellen können, wie der Kunde das möchte. Das ist nicht die Conclusion dieses Beitrags. Das ist zwar ganz nett, dass man sowas noch mit anbietet, aber das war nicht Thema von unserem kleinen Blog. So, wir haben jetzt 288 Wörter.
Ich markiere mal das Ganze und wir übersetzen den Spaß einmal ins Deutsche, damit wir sehen, was wir hier für einen Text unterm Strich haben. Das liest sich dann alles ein bisschen besser. Also, es geht los. Ein paar Merkmale einer Club-Website. Wenn es darum geht, eine Website für einen Club zu erstellen, geht es im Wesentlichen um zwei Dinge. Die Informationen des Clubs zu präsentieren und den Mitgliedern einen Ort zu bieten, an dem sie sich für den Club anmelden können. Das ist in Ordnung. Das Hauptziel eines Clubs ist es, den Mitgliedern einen Ort zu bieten, an dem sie ihre gemeinsamen Interessen teilen können. Deshalb solltest du eine Website erstellen, die den Mitgliedern genau das ermöglicht. Biete den Mitgliedern einen Ort an dem sie sich untereinander austauschen können oder auch einen Ort, an dem sie mit dir in Kontakt treten können. Viele Club-Websites enthalten ein Forum, in dem die Mitglieder Fragen stellen, Geschichten erzählen und Fotos austauschen können. Ein gutes Design, eine übersichtliche Navigation und ein gutes Erscheinungsbild sind wichtige Faktoren für den Erfolg einer Vereins-Website. Das liest sich sehr gut. Absatz 2. Es ist kein Geheimnis, dass WordPress die meistgenutzte Plattform für die Erstellung von Blogs und verschiedenen Arten von Websites ist. Mit einer riesigen Auswahl an Plugins und Themes kann WordPress alle Bedürfnisse von Website-Betreibern erfüllen. Viele Theme-Anbieter bieten Premium-Themes für WordPress an und in diesem Artikel werden wir über die besten WordPress-Themes für Vereine sprechen. Fazit: Die Verwendung von Club-Themes für WordPress könnte ein neuer Ansatz für die Gestaltung von Themes für Vereine sein. Das macht keinen Sinn. Okay. Du hast wahrscheinlich schon gemerkt, dass es an WordPress-Themes nicht mangelt. Das ist zwar toll für dich als Nutzer, aber es kann auch ein bisschen überwältigend sein. Wie wählst du ein Theme aus, das am besten für deine Bedürfnisse zugeschnitten ist? Wir haben diesen Artikel geschrieben, um dir zu helfen, darüber nachzudenken, was du von einem Theme erwartest und wie du die Auswahl eingrenzen kannst. Also, das liest sich alles sehr rund, sehr gut. Ich nehme mal die englische Variante hier weg, damit wir nicht durcheinander kommen. Wir haben also 284 Wörter von durchaus gutem Content. Natürlich muss man jetzt weiter in die Tiefe gehen, aber das ist ein guter Startpunkt. Schauen wir uns jetzt an, wie Brainwork mit der ganzen Geschichte umgeht. Brainwork hat hier einen etwas anderen Ansatz. Wir sagen New Post und erstellen alles in einem Rutsch. Dabei analysiert das System jetzt die Datenbank, ob guter Content erstellt werden kann. Und wir kriegen hier möglicherweise noch Vorschläge zu unserem Keyword. Das haben wir hier nicht. Also unser Keyword wäre dann hier WordPress Themes for Clubs. Das soll reichen. Und los geht's. Auch hier können wir als erstes einen Titel erstellen und jetzt schauen wir mal, ob die Titel etwas sinnführender sind. Ja, wir sind auf jeden Fall bei Clubs und flexible WordPress-Themes für Clubs und Organisationen, das passt schon ganz gut. Das nehmen wir mal als Ausgangslage. Gehen wir weiter zu Outline und schauen, was wir hier für Ergebnisse bekommen. Schön ist an dieser Stelle, es wird nur eine Outline erstellt und wir können dann weitere hinzufügen, wenn uns diese nicht gefällt. Was haben wir denn hier? Du suchst nach einem WordPress-Theme für deinen Club oder Organisation, dann such nicht weiter. Flexibles Layout, anpassbare Farben, Und mit so vielen Features ist das perfekte Theme. Wir machen mal eine zweite Variante, ein ähnliches Intro. Du suchst nach einem Theme, und was sollte es können? Alles klar. Nehmen wir das mal. Die Vorgehensweise ist jetzt an dieser Stelle, dass man hier einfach den Satz markiert oder einen Teil von dem Satz und sagt Paragraph und Brainwork erstellt jetzt dazu einen passenden Absatz. Man muss also nicht durch verschiedene Tools springen, sondern man lässt einfach hier Paragraph dann für sich arbeiten. Okay. Und dann haben wir hier die Folgeabsätze und da machen wir genau das gleiche. Wir erstellen wieder einen neuen Paragraphen, immer passend zu den Überschriften, die wir da drüber haben. Was hier Brainwork an dieser Stelle nicht gefunden hat, ist hier eine Überschrift wie Merkmale einer erfolgreichen Club-Website. Und zum besseren Vergleich füge ich einfach das mal als Überschrift hinzu und lasse auch dazu ein Paragraph schreiben. Man kann auch hier einfach eine Leerzeichen machen und dann sagen, schreib mir ein bisschen mehr zu dem Thema. Und dann brauchen wir noch ein Fazit. Hier geht es wieder darum, dass direkt ein Theme verkauft werden soll. Da war die Conclusion, muss ich sagen, an der Stelle von Peppertype etwas besser. Wir nehmen mal einfach das raus und ich versuche mal hier eine Conclusion zu schreiben im Sinne von A Club Website Built with WordPress und dann lassen wir hier ein neues Fazit schreiben. Okay, hier haben wir den Text. Wir haben 414 Wörter. Das ist jetzt unser Ergebnis an dieser Stelle. Schauen wir mal, wie sich das liest. Du suchst ein vielseitiges WordPress-Theme für deinen Verein oder Organisation. Such nicht weiter. Unser flexibles Theme kann an deine Bedürfnisse angepasst werden. Unser angepasst wiederholt sich.
Egal, ob du ein einfaches, leicht zu bedienendes Theme für deinen Verein, bla bla bla, suchst oder du etwas mit mehr Funktion und Flexibilität brauchst, wir können dir helfen. Unser Team von Designern hilft dir. Das ist also alles mehr darauf gemünzt, ein Theme zu entwickeln bzw. individuell den Kunden zu betreuen. Kommen wir zu dem Absatz, der direkt sich vergleichen lässt. Da hatten wir hier zur Erinnerung nochmal: Wenn es darum geht, eine Website für einen Club zu erstellen, geht es im Wesentlichen um zwei Dinge: Die Informationen des Clubs zu präsentieren und den Mitgliedern einen Ort zu bieten, an dem sie sich für den Club anmelden können. Hauptziel ist es dann, gemeinsam Interessen zu teilen. Deshalb sollte das Theme genau das den Mitgliedern ermöglichen. Man soll hier auch in Kontakt treten. Viele Club-Websites bieten dazu ein Forum an. Also es ist hier sehr guter Content, den wir von Peppertype haben. Schauen wir, was hier Brainwork gemacht hat. Eine Vereinswebsite sollte ein einfaches Anmeldeverfahren, einen Veranstaltungskalender und ein Forum haben, in dem die Mitglieder Themen diskutieren können. Also, die Themen sind hier durchaus aufgegriffen, die wir eben auch hatten. Die Website sollte auch ein Mitgliederverzeichnis, ein Blog und Konten für soziale Medien enthalten. Okay, ein neuer Aspekt. Das flexible WordPress-Theme für Vereine und Organisationen wurde entwickelt, um all diese Anforderungen zu erfüllen. Es geht also wieder zum Thema Kaufen. Das Anmeldeverfahren ist einfach zu bedienen mit einem einfachen Formular, das sowohl E-Mails als auch Telefonnummern akzeptiert. Der Veranstaltungskalender ist einfach zu bedienen und enthält sowohl Veranstaltungsdaten als auch Startzeiten, sodass du Veranstaltungen leicht planen kannst. Im Forum können die Mitglieder Themen diskutieren und das Mitgliederverzeichnis enthält die Kontaktdaten aller Mitglieder. Der Blog ist eine gute Möglichkeit, die Geschichte eines Clubs mit der Welt zu teilen, und die Konten in den sozialen Medien sind eine gute Möglichkeit, mit potenziellen Mitgliedern und Unterstützern in Kontakt zu treten. Also auch dieser Absatz meines Erachtens hervorragend, genauso wie dieser Absatz. Schauen wir uns jetzt einmal Qualität und Preis an. Von der Qualität her muss ich sagen, dass die Gedanken, die hier über die Outline gebracht wurden und auch wie das geschrieben ist, mit Peppertype sehr gut sind. Brainwork ist hier von der Qualität ebenfalls sehr gut. Ich musste hier ein, zwei Mal ein bisschen nachhaken, um den ganzen Artikel in die gewünschte Richtung zu lenken, also dahin, wo ich es haben möchte. Da sei aber angemerkt, das kann bei jedem Artikel dann auch wieder anders aussehen. Manchmal erwischt Brainwork hier genau das, was ich sagen möchte. Manchmal erwischt es Peppertype. Wenn die Systeme erkannt haben, was ich sagen möchte, dann schreiben sie dazu auch sehr guten Content, mit dem man absolut weiterarbeiten kann. Schauen wir uns das Ergebnis an. Nehme ich nur diesen einen Test, würde ich sagen, dass hier Peppertype mir mehr geholfen hat. Ich gebe ja also 10 von 10 Punkten, bei Brainwork eher 9 von 10 Punkten, da ich hier ein, zwei Mal nachhaken musste. Von der Anwendung her würde ich sagen, dass für Longform-Content Peppertype nicht wirklich geeignet ist. Da ist Brainwork wirklich deutlich besser, denn ich kann in einem Dokument arbeiten, ich kann die Texte sofort umschreiben, ich muss nicht zwischen 1000 Modulen wechseln, sondern komme sofort zum Ziel. Schauen wir uns jetzt an, was der ganze Spaß gekostet hat. Wir sind mit 438 Wörtern gestartet und haben jetzt 1272 Wörter gebraucht. Das heißt, wir haben 834 Wörter von unserem Account gebraucht. Das ist eine ganze Menge, vor allem weil wir nur um die 230 oder so tatsächlich dann genutzt haben. So, 834 von 7500 sind 11% und 11,2% von $59 heißt, die Erstellung hat uns $6 gekostet. Und 283 Wörter haben wir tatsächlich genutzt. Bei Brainwork, wie sieht es da aus? Bei Brainwork bekommen wir für $79 40.000 Wörter. Wir haben hier 627 von 40.000 erstellt. Das sind 1,5% an dieser Stelle. Die nehmen wir mal hier rüber. Und das Ganze ist dann von 79 zu rechnen. Das heißt, wir haben $1,24 bezahlt. Anzumerken sei, dass wir mehr bekommen haben. Wir haben nämlich für die $1,24 527 Wörter in unserem Beitrag nutzen können. Hier haben wir für $6,50 nur 228 nutzen können. Also, wenn ich das werten würde, würde ich sagen, okay, hier ist der Gewinner ganz, ganz knapp Peppertype. Aber sind fast gleich. Das kann beim nächsten Test auch wieder anders sein. Bei der Anwendung, wir können hier in einem Rutsch den Blogbeitrag perfekt erstellen und auch beim Preis ist Brainwork dann deutlich besser.
Fazit, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher zu Brainwork greifen. Wer das Budget hat, der kann auch beide nehmen, denn Peppertype bietet immer wieder andere Ansätze als Brainwork und man bekommt in Kombination natürlich dann einen viel besseren Artikel, weil der aus verschiedenen Perspektiven dann das Thema bearbeiten kann. Wer auf das Geld achtet, der würde wahrscheinlich hier eher Richtung Brainwork gehen. Eine Anmerkung dieser Stelle aber noch zu Peppertype. Wer hier eine Review schreibt, der bekommt 20.000 Wörter nochmal dazu. Wenn wir das dann dazu rechnen, dann hätten wir die 834 Wörter, die wir genutzt haben und insgesamt 27.500 Wörter pro Monat. Dann sind wir bei 3%, die wir genutzt haben. Das heißt, hier wären wir dann bei $1,79, wenn du eine Review erstellst. Das sieht dann also schon deutlich besser aus als die 6,50. Also wenn du dich für Peppertype entscheidest, kann ich eigentlich nur empfehlen, schreib eine Review dazu, damit du hier ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis pro Monat hast. Wenn du die Tools testest, würde ich mich freuen, wenn du die Links aus der Beschreibung nutzt. Das sind Partnerlinks von mir und damit finanzierst du auch ein bisschen meinen Channel an dieser Stelle. In dem Sinne, gutes Gelingen und tolle Texte. Ciao, der Marco. Weitere Tipps, Tools und Workshops rund um Marketing, Business und Erfolg findest du in meinem YouTube-Kanal. Abonnier diesen am besten und drück die kleine Glocke, um keine Videos zu verpassen. Oder geh auch direkt auf designers-in.de, um aktuelle Trends, Workshops und Angebote zu finden. Alle Links dazu findest du in der Beschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao der Marco.